Mein Name ist Wiebke Schrape. Ich bin die Kuratorin und Leiterin der Sammlung Ostasien und Islamische Kunst am Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Ostasien, ostasiatische Kunst ist erstmal etwas sehr Umfangreiches, Vielfältiges. Wir sprechen über die Kunst Koreas, Japans und Chinas, wenn wir über ostasiatische Kunst sprechen. Und das ist einfach sehr umfangreich und sehr, sehr faszinierend auf unterschiedlichste Ebenen. Ja, also wenn ich mir eine zen-buddhistische Kalligraphie anschaue, dann hat das was Geheimnisvolles. Wenn ich mir einen blauen Fuji angucke von der Serie von Hokusai, dann fasziniert mich vielleicht die Farben, das Flächige, was eine ganz andere Bildkomposition ist, als ich das aus der europäischen Malerei kenne. Wenn ich wiederum eine Teeschale in der Hand halte oder eine koreanische Schale, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl mit dem Umgang. Eine Steinzeugschale hält sich anders als eine Porzellanschale. Das ist etwas anderes und das ist durchaus faszinierend. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, was für mich jetzt das Fantastische an ostasiatischer Kunst ausmacht, außer vielleicht, dass es dieses Vielfältige ist und die Möglichkeit, immer wieder Dinge neu zu entdecken, in die Tiefe zu gehen, mich faszinieren zu lassen von dem ersten Eindruck und dann wirklich die vielen Schichten, die vielen Bedeutungsebenen dahinter zu entdecken. Es ist eben spannend, man sieht ein Objekt und weiß nicht im ersten Moment, wofür ist das überhaupt gedacht. Diese Neugier ist etwas, glaube ich, was alle Leute, die sich vielleicht in Europa mit ostasiatischer Kunstgeschichte teilen. Diese Neugier, etwas entdecken zu wollen, sich mit etwas intensiv auseinandersetzen zu wollen. Mit den Motiven, mit der Bedeutung, mit der Technik, mit dem Material. Da gibt es einfach sehr, sehr viele verschiedene Ebenen. Ja, deswegen wird es einfach nie langweilig. Ja, das ist eine Kanne, die mich jedes Mal, wenn ich sie anschaue, fasziniert. Die wurde vor allem für Reiswein verwendet, aber man konnte auch heißes Wasser darin für Teeaufguss benutzen. Wenn wir uns das Ganze anschauen, ist die Glasur, hat diesen sehr wunderbaren Celadon-Ton, also dieses Jadegrün, was auch was Geheimnisvolles hat und was darauf basiert, dass wir einen relativ grauen Scherben haben, den wir auch überall durchblitzen sehen, der aber dann mit dieser transluzenten Glasur überzogen ist, die eben diesen grünlichen Schimmer hat. Die Oberflächengestaltung, also die einzelnen Blätter sind einzeln ausgeformt, also modelliert, und in diese einzelnen Blätter sind dann nochmal Ritzdekore eingefügt. Selbst die einzelnen Blätter sind dann nochmal mit weißen Angobe-Punkten, also mit weißer Angobe gehighlightet regelrecht. Aber das ist nur ein Detail. Also diese Kanne ist eigentlich in sich selbst ein Wunderwerk der koreanischen Kunst in jeglicher Hinsicht. Die Kanne hat die Form eines Doppelkürbis, einer Kalebasse. Der Doppelkürbis ist ein Symbol, ein daoistisches Symbol, was für Unsterblichkeit steht und auch langes Leben. Und wenn wir uns den Doppelkürbis aber genauer anschauen, dann ist er hier gestaltet in Form von zwei Lotusblüten. Einmal einer sich schon etwas geöffneten Lotusknospe, sehr groß, die den unteren Körper eigentlich ausmacht. Dann kommt ein Hals und dieser Hals ist gleichzeitig der Stängel für eine kleinere Lotusknospe, die diesen oberen Kopf und den Deckel bildet. Die eine öffnet sich hier schon leicht und man sieht sogar selbst am oberen Rand wurde da wirklich darauf geachtet, dass sich diese Blüten öffnen. Die wölben sich schon leicht raus, die Blütenblätter, das heißt die untere Knospe geht schon auf, während die obere Knospe, die auch mit dem Deckel verbunden ist, noch geschlossen ist. Und in diesem Bereich dazwischen haben wir hier zwei kleine männliche Knaben, die Lotusstängel in den Händen halten und für die reiche Nachkommenschaft stehen. Das heißt, wir haben eigentlich hier in dieser Kanne
vereint 3 Bedeutungen, 3 gute Wünsche. Zum einen den Wunsch nach Unsterblichkeit, zum anderen den Wunsch nach Reinheit aus dem buddhistischen Kontext und ganz profan den Wunsch nach reicher Nachkommenschaft, die eben das eigene Fortkommen sichert. Also selbst im Detail ein absolut faszinierendes Objekt. Und dazu natürlich dann noch dieses sehr schöne Krakelé, was wir in dieser transluzenten Glasur haben, was dem Gesamten nochmal so einen ganz bestimmten Charme verleiht. Ja. Dieser Becher ist für mich selber sehr faszinierend, weil er auch Ausdruck davon ist, dass man oft die Stücke gar nicht so genau zuordnen kann, wie man sich das wünscht. Man denkt ja immer, als Kunsthistoriker weiß man sofort, man sieht es und weiß, die und die Zeit, der und der Ort. Aber das ist leider nicht so. Und dieser Becher ist zum Beispiel sehr früh in die Sammlung gekommen. Das sehen wir hier an der Inventarnummer 1898 142. Eine frühe Inventarnummer, die darauf hinweist, dass das Stück 1898 inventarisiert wurde, erworben bei einem Hamburger Kunsthändler, H. Sänger, der Ostasiatiker gesammelt hat. Dieses Stück ist als koreanisch inventarisiert worden, wurde dann aber sehr schnell als chinesisch eingestuft. Vor kurzem war aber eine koreanische Professorin zu Besuch und hat dieses Stück als koreanisch identifiziert und uns auch entsprechende Vergleichsbeispiele geschickt aus anderen Museen. Und wir haben uns sehr darüber gefreut, weil es eben ähnliche Beispiele aus China gibt. Das sehen wir hier. Auch das ist ein Trankopferbecher aus Porzellan, der aber eben in der Gestalt ganz deutlich diesen Nashornbechern, diesen chinesischen Nashornbechern folgt. Und Nashorn ist natürlich auch damals ein importiertes Material gewesen, sehr, sehr kostbar, und ihm wurde magische Wirkung zugesprochen. Und man hat dann in der Qing-Dynastie begonnen, diese Nashornbecher eben aus Porzellan nachzugestalten. Und zwar bestimmte Becher, die eben auch so ein Motiv zeigen mit Rehen, Kiefern. Hier sehen wir noch einen Kranich und einen Drachen und verschiedenen Blüten. Alles Tiere, die eigentlich auf die Unsterblichkeit hinweisen. Und faszinierend ist, dass wir diese Sachen dann eben auch fast 1:1 auf dem koreanischen Becher sehen. Und die Farbe ist allerdings etwas anders. Beide sind transluzent, das ist ja eine Eigenschaft von Porzellan. Aber der chinesische sehr weiß ist, rein weißer vielleicht, während der koreanische Becher so einen ganz leichten bläulichen Schimmer von der Glasur hat. Und hier nochmal ein Hirsch oder ein Reh, besser gesagt, was eben auch für langes Leben steht. Und noch oben den Kranich als dem Reittier der Unsterblichen, auf dem die Unsterblichen fliegen konnten. Also alle diese Symbole drücken eigentlich den Wunsch nach langem Leben aus. Ja. Das ist ein Dokumentenkasten, den das Museum 1910 in Japan erworben hat, eben weil die Wertschätzung der koreanischen Kunst anfangs über Japan lief und dort eben Objekte verfügbar waren. Und
Das Museum und meine Vorgängerinnen, die Kuratorinnen dachten sehr, sehr lange, dass dieses Objekt aus dem 15. bis 16. Jahrhundert stammt. Solche Dokumentenkästen zur Aufbewahrung von Dokumenten sind mit Leder bezogen, sind aus Leder gemacht, haben Beschläge aus Bronze und der Dekor ist eingelegt mit Perlmutteinlagen. Und diese Perlmutteinlagen sind eben sehr charakteristisch für die koreanische Lackkunst. Vor allem, wenn diese Einlagen größer werden, wie wir das hier in den Knospen, aber auch bei den Blüten haben, das ist sehr charakteristisch für die Joseon-Dynastie. Allerdings ist es so, dass auch in der Joseon-Dynastie diese Perlmutteinlagen dann nochmal speziell gekrackt wurden, sodass sie das Licht noch besser reflektiert haben, als wir das jetzt hier sehen. Und dass diese Perlmutteinlagen, die großen Stücke, nicht wirklich nochmal gesplittert sind, das ist ein Indiz, dass der Kasten leider nicht aus dem 16. Jahrhundert stammt oder 15. Jahrhundert sogar, sondern aus dem 19. Jahrhundert. Ein Fakt über uns, den uns dann die koreanischen Kollegen 2015 aufgeklärt haben. Was aber auch typisch koreanisch ist, ist, dass diese Ranken, weil man nicht so lange Stücken hat an Perlmutteinlagen, dass die eben aus kleineren Stücken zusammengesetzt sind. Das ist eben etwas, was wir in der koreanischen Lackkunst sehr, sehr häufig sehen.